Guido Schmidtke ist jetzt hier bei mir im Studio. Guten Morgen, Guido. Lass uns mal schauen, ganz aktuell auch, welche Informationen du hast zusammentragen können, wie sich diese Offensive der Ukrainer gerade entwickelt. Ja, es läuft gut für die Ukraine, muss man sagen. Präsident Zelensky ist ja auch sehr zufrieden. Und nach ukrainischen Angaben hat man seit heute Morgen weitere 1 bis 2 Kilometer Geländegewinne erzielen können. Wir gucken uns mal eine ganz interessante Animation an, die zeigt, wie diese Gegenoffensive auf russischem Staatsgebiet von den Ukrainern durchgeführt worden ist. Man sieht da mit vielen kleinen mobilen Einheiten sehr schnell. Und man war da in der Lage, auch russische Einheiten einzukreisen und viele Gefangene zu nehmen. Und man hat sich diesen Bereich vermutlich ganz gezielt ausgewählt, hat ihn im Vorfeld aufgeklärt und hat dort Schwachstellen erkannt in der Verteidigung durch die russischen Truppen dort, weitestgehend schlecht ausgebildete und auch schlecht ausgerüstete Soldaten. Gucken wir mal auf das Gefechtsgebiet Kurs insgesamt, dann muss man sagen, dass die Ukrainer da weiter dabei sind, Geländegewinne zu erzielen und inzwischen mehr als 200.000 russische Staatsbürger aus diesem Bereich evakuiert worden sind. Ganz aktuell im Bereich Glutschkowo 4.500 weitere Zivilisten, das nur 10 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, die evakuiert werden sollen. Und um so ein wenig die Panik, die auch bei den Russen herrscht, zu dokumentieren, es gibt auf einer Jobbörse Stellenangebote, wo man sich als russischer Staatsbürger melden kann und für 1.600 bis 4.000 Dollar dann beschäftigt werden kann, um Schützengräben in dem Gefechtsgebiet Kursk zu graben. Und vor allem im Bereich des AKWs verstärken die Russen die Verteidigungslinien, um halt ein weiteres Vorrücken der Ukrainer dort zu verhindern. Das wäre natürlich eine ganz große Blamage und Schmach, wenn die Ukrainer in der Lage wären, das AKW dort einzunehmen.